So Freunde, bevor das Video losgeht, losen wir noch schnell den Gewinner vom Gewinnspiel vom Freitag aus. Vielen lieben Dank an alle Leute, die jetzt hier daran teilgenommen haben. Ich mache das mal ganz schnell hier ohne Facecam. Und ja, wir haben insgesamt über 300 Kommentare hier, die verfasst worden sind. Sehr geil. Der Willi hat sich hier sehr drüber gefreut. Ihr habt das ja schon im Video gestern gehört. Und ja, wir kopieren uns einfach mal wieder die URL raus, gehen hier zu unserem YouTube-Comment-Picker, setzen das Ganze hier rein. Ja, Duplikate werden ausgeschlossen und laden mal die Kommentare durch. Und ja, der Gewinner, der kann sich dann bei mir auf Discord oder Instagram melden. Eins von beiden kannst du dir sehr gerne aussuchen. Und wir suchen den Gewinner und gewonnen hat Ruffy Monkey 2952. Liebe Grüße von der Dorzer Community und feier das Video echt ab. Weiter so, viel Glück an alle. Herzlichen Glückwunsch an dich, Ruffy Monkey. Bitte melde dich, wie gesagt, bei mir auf Discord oder Instagram. Dann führen wir noch eine kleine Überprüfung durch, dass du das auch wirklich bist. Und ja, ich danke auf jeden Fall für alle Leute, die hier dran teilgenommen haben. Und wird natürlich nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein. Und es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass wir hier dem Mr. Wilson eine kleine Freude machen konnten. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns, ja, wer hätte es gedacht, auf dem amerikanischen Server Numero Uno. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier nochmal auf den Server vorbeischaue, zumindest nicht in nächster Zeit. Aber es ist tatsächlich hier ein neuer Rekord gefallen, der mich dann doch nochmal darauf aufmerksam gemacht hat, vielleicht doch nochmal auf den Server vorbeizuschauen hier. Und ja, demzufolge gucken wir nochmal ganz kurz, wie es hier mittlerweile aussieht. Wir haben jetzt hier derweil 6089 Spieler, die sich hier auf dem Server registriert haben am 1.9. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wann der Server gelauncht worden ist, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Und ja, es ist nach wie vor natürlich im Vergleich jetzt zu EU14, der ja zum selben Zeitpunkt rausgekommen ist, natürlich nochmal deutlich geringer als, oh, sehr interessant, bin hier noch nicht Stufe 50, deswegen kann ich hier den LD noch nicht betreten. Das sieht dann hier ein bisschen anders aus tatsächlich, als auf dem Server jetzt hier als Beispiel. Und ja, 6K Spieler ist natürlich nicht die Welt, aber naja, darum soll es auch heute gar nicht gehen. Wir haben hier ein paar Spieler, die jetzt schon über Stufe 300 sind auf dem Server hier. Tatsächlich haben einige wenige Spieler hier mehr bzw. einen besseren Fortschritt gemacht als Spieler auf EU14 zum selben Zeitpunkt. Aber die Spielerdichte an doch auch sehr hohen Spielern war auf EU14 natürlich ein bisschen höher. Und ja, der höchste Spieler ist hier der Chronikus. Und der Chronikus ist auch derjenige, der einen neuen Rekord tatsächlich aufgestellt hat. Die Rekorde werden immer bemessen nach Serverstart sozusagen. Also falls jemand jetzt auf einen alten Server starten sollte, dann zählt der Rekord so nicht. Und der gute Chronikus hat den Rekord gebrochen von der schnellsten Ritterhalle auf Stufe 20, also eine gemaxte Ritterhalle zu haben. Und zwar hat er dafür 23 Tage gebraucht. Ja, und vorher war der Rekord bei 25 von Uwe. Ja, das, gut, 23 Tage ist jetzt wahrscheinlich auch der Server alt. Also da haben wir jetzt auch nochmal dann die Meldung dann sozusagen, beziehungsweise hier den Beleg, wann der Server jetzt gestartet hat, also nach 6K Spielern nach 23 Tagen. So haben wir das jetzt nochmal. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle. Ich muss sagen, eine Festung auf Stufe 20 hochzuziehen in 23 Tagen, da gehört einiges dazu. Klar, muss man natürlich auch das gewisse Pilzkontingent dafür bereitstellen, um halt eben auch die Skips durchzuführen. Aber ich sag euch, die Ressourcen sind nachher auch problematisch. Der Chronikus muss wahrscheinlich hier einen guten Trade-Partner haben, dass er hier auch an der Stelle wirklich so schnell jetzt einen neuen Rekord aufstellen konnte und damit halt eben auch die Festung bzw. Ritterhalle auf Stufe 20 gezogen hat. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Am 30.08. hat er hier Stufe 300 erreicht. Ja, also tatsächlich
ist der Rekord von Freitag, ja, von vorgestern. Und GZ dazu auch seitdem her 16 Level wieder gemacht, auch extrem stark. Und wenn wir uns mal hier die Steine anschauen, was können die so, ist die Frage. Wir haben hier so 340er teilweise. Haben wir noch höhere? Ne, das sind so, ja, so 360er habe ich hier sogar teilweise gesehen. Und das ist schon ein Unterschied. Jetzt gucken wir mal, ja, einfach mal zu einem direkten Konkurrenten. Muss hier aber auch schon, warte mal. Da haben wir uns kurz gehört. Ach, er hat hier schon komplett schon Leggy-Steine. Haben wir hier noch ein paar Steine, die. Hier haben wir zum Beispiel den Riven, der hat hier 380er Steine. Ja, im Vergleich hierzu, das ist einfach mal die Hälfte weniger, circa, ja, jetzt nicht ganz, als hier der Chronicus hat, und das in der frühen Spielphase. Ja, ich möchte euch mal fragen, wenn ihr jetzt irgendwie 20 Tage, nachdem ein Server rausgekommen ist, beziehungsweise 20 Tage, wo ihr einen Account spielt, wie weit seid ihr da in der Festung gekommen? Also das ist schon wirklich krass. Ich finde es auch immer geil, dass so diese Rekorde hier festgehalten werden. Die werden im Discord auch immer veröffentlicht, und wenn es da irgendwas Neues gibt, dass man da dann auch direkt Bescheid weiß, okay, da wurde jetzt was Neues aufgestellt. Und ich weiß noch damals, der Uwe, das war auch ein kranker Payer auf jeden Fall. Und hatte hier 25 Tage. Und das wurde jetzt einfach nochmal um 2 Tage unterboten. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein Blick auf den amerikanischen Server Nummer 1 wert. Ich bin gespannt nach wie vor, wie sich das Ganze hier langfristig auf dem Server entwickeln wird. Wir haben hier natürlich schon eine gewisse Eintönigkeit, sag ich mal, was so die Gildennamen angeht. Es ist zwar in den Top-Rängen ein bisschen gemischt, also es überwiegt auf jeden Fall hier Primordial. Ja, die scheinen hier auf jeden Fall ein bisschen engmaschiger in den Top-Rängen zu liegen, aber wir haben ja auch ein paar Distance Warriors. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, dass man als Warrior Distance einhalten kann. Ja, das müsste eigentlich, weiß ich nicht, Close Range Warrior, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber haben wir auch ein paar gemischt, aber ich denke mal, dass hier die Primos auf jeden Fall die Gilde sind, die hier dann doch im direkten Vergleich gegen die andere Gilde hier gewinnen würde. Wir können ja auch mal kurz den Gildenvergleich mal machen. Ja, wenn wir schon über die Gilden hier reden, dann können wir auch hier kurz mal. Also es ist auf jeden Fall die Gilde von Neutral gegen die Gilde von, ich weiß nicht, die andere Gilde, ist die von Waves direkt, oder man weiß es nicht genau, ne? Aber ich glaube, ja, Message, ja, ich denke mal, wer ist denn hier? Ja, Waves ist hier der Gildenleiter. Ich denke mal, das kann man dann schon so sagen, dass die Gilde von Waves gegen die Gilde von Neutral hier kämpft auf dem Server so ein bisschen. Und wenn wir das Ganze mal vergleichen, Mitglieder, gut, Ritterhallenpunkte sind ausschlaggebend, und die Raids, ich denke mal, da werden sie auch ungefähr so die gleichen, Dinge bzw. Voraussetzungen haben wie die andere Gilde. In der Ritterhalle könnte es sich ein bisschen unterscheiden, ansonsten von den Raids her sollten sie gleich auf sein, und damit dann auch beim Gold und XP. Aber merken wir uns mal 553, ja, und dann gucken wir mal kurz in die andere Gilde rein, und hier haben wir, auch 553, tatsächlich identische Ritterhalle. Ich hätte gedacht, da unterscheidet sich. Allerdings haben wir hier von den Raids her tatsächlich 45, und bei der anderen Gilde haben wir hier momentan 44. Ja? Also sind ganz leicht vorne, macht jetzt aber wirklich, glaube ich, nicht viel aus. Das ist ja tatsächlich jetzt nur eine Momentaufnahme, beziehungsweise wahrscheinlich ein Unterschied von ein paar Stunden. Ne? Ich gehe mal von aus, warte mal, wir können ja mal kurz auch das Durchschnittslevel gucken. Wir haben hier den 258er Durchschnitt bei den Primos, und bei den Warriors haben wir hier 227. Also auch da nochmal dann doch sehr nah
obwohl, nee, gar nicht so nah beieinander. Die Primus sind jetzt tatsächlich doch relativ weit vorne. Ich hatte jetzt gerade noch eine andere Zahl im Kopf gehabt, entschuldigt. Aber 258, so, 258 zu 227 war es, ne, vom Durchschnitt, ist dann doch nochmal eine Ansage. Also auf dem Niveau dann doch nochmal so viel mehr zu haben vom Level her ist dann doch nochmal ordentlich. Ja, und welche Gilde dann auf Platz 3 kommt, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Das müsste man mal gucken, so wie es aussieht jetzt Last Night. Da haben wir hier ein paar. Ne, wenn wir jetzt hier weiter runtergehen, dann haben wir Last Minute Heroes, die ich hier noch ein-, zweimal lese. Also eine von den beiden Gilden, denke ich mal, wird sich dann irgendwie Platz 3 sichern. Ansonsten Platz 1 wahrscheinlich die Primus und gefolgt von Distance Warriors. Ja, so sieht es hier momentan aus auf dem Server. Bin sehr gespannt, wie sich das hier noch in Zukunft weiterentwickelt. Bisher sieht es aber so aus, als ob wir hier 2 Top-Gilden haben und dann ein bisschen Distanz zur nächsten Gilde dann da ist. Ne? Aber kann sich natürlich auch noch alles drehen und wenden. Ne? Wer weiß, vielleicht kommt ja im Nachhinein auch noch ein großer amerikanischer YouTuber auf den Server hier, wird hier drauf aufmerksam und pusht das Ganze nochmal ein bisschen. Wer weiß, vielleicht passiert es auch erst beim nächsten amerikanischen Server, dass da ein bisschen mehr PR gemacht wird, beziehungsweise ein bisschen mehr Werbung für den Server. Und werden wir abwarten. Ich werde es auf jeden Fall berichten, wenn es soweit ist. Ansonsten war es erstmal soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.